Yo, 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 was geht, meine Martha-Gang? Willkommen zu einer frischen Folge von Mathas Mathe-Mission Uruguay in Welt. Euer Homie Mathas ist back und heute wird's straight up lit. Wir quatschen übers Heiraten in Uruguay. No cap. Das war Gen Z. Ja, hola a todos und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mathas Mathe-Mission. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Community-Mitglied Ipo Rapiz hat geschrieben: Wir überlegen noch, ob wir in Uruguay heiraten. Was bringt uns das an Vor-, aber auch an Nachteilen? Und ist der Ehepartner dann besser gesichert? Oder lohnt sich die Heirat gar nicht? Wir sprechen also heute übers Heiraten. Und wo wir gerade dabei sind, ich mache nach nun fast 2 Jahrzehnten eine ehrbare Frau aus, Frau Mattes. Yay! Wir lassen den Teil mit der Romantik mal weg und sprechen nur über harte Fakten. Gut zu wissen, die Eheschließung auf einem Standesamt in Uruguay ist auch in Deutschland gültig und umgekehrt. Schauen wir erstmal auf die Voraussetzungen für die Eheschließung. In Uruguay müssen beide Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung mindestens 16 Jahre alt sein. Minderjährige bis zum 18. Lebensjahr benötigen die Einwilligung der Eltern. In Deutschland hingegen ist die Eheschließung erst mit Beginn des 18. Lebensjahres möglich. Ausnahmen gibt es nicht. Außerdem gilt für beide Länder nur eine Ehepartnerschaft gleichzeitig. Das deutsche und das uruguayische Recht verbieten jedwede Form von Mehrfachehen. Bigamie ist in Deutschland eine Straftat, die mit Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe geahndet werden kann. In Uruguay, wie auch in Deutschland, können queere Personen heiraten. Endlich! Die rechtlichen Voraussetzungen sind die gleichen wie für Heteropaare. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf die Vor- und die Nachteile des Verheiratetseins. In Deutschland gibt es für beide Partner nach der Hochzeit die Option, die Steuerklassen zu wechseln. Wie sinnhaft das ist, hängt sehr vom individuellen Lebensentwurf des Paares ab. In Uruguay gibt es keine klassische Zusammenveranladung von Ehepaaren wie im deutschen Steuerrecht. Jeder Ehepartner ist individuell besteuert und muss eine eigene Steuererklärung abgeben, sofern er steuerpflichtiges Einkommen erzielt. Das bedeutet, es gibt keinen Ehegattensplitting-Vorteil wie in Deutschland, bei dem das Gesamteinkommen beider Partner gemeinsam betrachtet und aufgeteilt wird, um die Steuerlast zu senken. Außerdem gibt es in Deutschland für gesetzlich Krankenversicherte die sogenannte Familienversicherung. Spätestens wenn Kinder dazukommen, spart man hier wirklich Geld. Auch in Uruguay bieten viele Krankenversicherungen günstigere Tarife speziell für Paare an. Das uruguayische Gesundheitssystem, FONASA, ermöglicht es sogar, dass Ehepartner seit 2013 kostengünstiger mitversichert werden können. Der arbeitende Partner zahlt nur 2% zusätzlich vom Gehalt für die Mitversicherung des nicht arbeitenden Partners. Verstirbt ein Ehepartner, hat der andere in Deutschland Anspruch auf eine Witwen- bzw. Witwerrente, sofern die Eheschließung mehr als 1 Jahr zurückliegt. In der Regel ist das die sogenannte kleine Witwenrente. Diese wird für maximal 24 Monate gezahlt und beträgt 25% der Versicherungsrente des Verstorbenen. Da Uruguay und Deutschland seit Februar 2015 ein Sozialversicherungsabkommen haben, können wir diese deutsche Rente auch in Uruguay erhalten. In Uruguay gibt es auch Hinterbliebenenrenten, allerdings funktioniert das System anders als in Deutschland. Während Deutschland zwischen kleiner und großer Witwenrente unterscheidet, hängt in Uruguay die Höhe der vom Familienverhältnis ab. Witwer oder Witwen erhalten grundsätzlich 66% der Grundrente. Bei komplexeren Familiensituationen können es auch schon mal 75% werden. Sowohl in Deutschland als auch in Uruguay kann die Witwenrente mit anderen Einkünften verrechnet werden. Das heißt, die Witwenrente wird entsprechend gekürzt. Diese Regelung basiert auf dem Bedarfsprinzip. Die Witwenrente soll den Lebensunterhalt sichern
Und wenn schon eigenes Einkommen da ist, ist der finanzielle Bedarf halt geringer. Das sorgt für soziale Gerechtigkeit und hält auch das Rentensystem finanzierbar. Ja, über die 3% Erbschaftssteuer bei Verheirateten in Uruguay haben wir schon in der Folge 22 hingewiesen. Ja, soviel zu den potenziellen finanziellen Vorteilen durch eine Eheschließung. Nachteile entstehen, wenn es nicht klappt und es zur Scheidung kommt. Das Ende einer Liebe ist nie schön, egal in welchem Land. Und das Scheitern, die Scheidung, die Aufteilung der Rentenpunkte und Vermögenswerte, die geplatzten Träume und Hoffnungen, all das ist sehr schmerzhaft. Durchschnittlich kostet eine Scheidung in Deutschland 2.500 €, sofern sie einvernehmlich verläuft. In Uruguay wurden 2024 laut offizieller Statistik 6.969 Scheidungsverfahren eingeleitet. Das sind etwa 2 Scheidungen pro 1.000 Einwohner. Zum Vergleich, Deutschland liegt bei 1,9 pro 1.000 Einwohner. Uruguay hat also eine etwas höhere Scheidungsrate, aber der Unterschied ist nicht dramatisch. Interessant ist allerdings, die häufigste Scheidungsart in Uruguay ist die Scheidung aus bestimmten Gründen wie Streitigkeiten, schwere Beleidigungen etc. mit 60% der Fälle, gefolgt von der Scheidung auf Wunsch des Partners mit 35%. Bezüglich der Kosten einer Scheidung in Uruguay konnten wir nur herausfinden, dass das sehr stark variiert. Da es anders als in Deutschland keine festen Gebühren gibt, kann keine pauschale Zahl angegeben werden. Aber vielleicht haben wir ja in der Community den einen oder anderen, der uns mehr dazu sagen kann. Also schreibt uns gerne in die Kommentare eure Erfahrungen. Habt ihr vielleicht sogar in Uruguay geheiratet? Was waren denn eure Überraschungen, die ihr dabei hattet? Welchen Vorteil hat es noch, als Auswanderer verheiratet zu sein? Ja, und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Damit unterstützt ihr unsere Mate-Mission. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich muss jetzt mal los, mein Ehegelübde vorbereiten. Bisher steht da nur: Hiermit bestätige ich den Erhalt deiner Bestätigung des Eingangs meines Antrags und werde diesen schnellstmöglich bearbeiten. Ich glaube, da muss ich noch mal ran. Was reimt sich eigentlich auf Steuervorteil? Okay, drückt mir die Daumen, bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima bei Mattes Mate Mission, que les vaya bien und auf Wiedersehen, euer Mattes.